Gabriela Villarroel war eine junge Frau. Wie ihre Altersgenossinnen war sie voller Hoffnungen auf eine schöne und unbeschwerte Zukunft. Sie stand kurz vor dem Abschluss der Sekundarschule, doch dann verschwand sie spurlos. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass sie eine heimliche Liebesbeziehung zu einem Mann hatte, der ihr Leben beendete. Gabriela Diana Villarroel wurde 1998 in Argentinien geboren. Sie war die Tochter eines Ehepaares bolivianischer Herkunft. Als sie erst 6 Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern. Seitdem wurde sie von ihrer Mutter Liliana Chambi und ihrem Vater Cesar Garcia aufgezogen. Außerdem hatte Gabriela eine jüngere Schwester, Sunilda, zu der sie ein wunderbares und vertrauensvolles Verhältnis hatte, sowie 2 jüngere Brüder. Nach einigen Angaben lebte ihre große Familie in einem geräumigen Haus in einem Viertel namens Villa Lugano. Denjenigen, die Gabriela persönlich kannten, zufolge war sie ein ruhiges und sogar zurückhaltendes Mädchen, das nie auf Partys ging und es vorzog, unauffällig zu bleiben. Vielleicht mied sie deshalb übermäßige Aufmerksamkeit und trug keine allzu freizügige Kleidung. Dabei war Gabriela nicht fremd gegenüber einfacher jugendlicher Rebellion, und sie geriet ziemlich oft in Streit mit ihren Eltern und ihrer Großmutter mütterlicherseits. Es schien, als falle es ihr mit zunehmendem Alter immer schwerer, die Atmosphäre in ihrem Zuhause zu ertragen. Einmal lief das Mädchen sogar mit ihrer jüngeren Schwester von zu Hause weg. Sie fanden vorübergehend Unterschlupf bei einer Frau namens Marisol, die ihre Tante väterlicherseits war. Es ist bekannt, dass Gabriela schon damals den Wunsch äußerte, zu ihrem leiblichen Vater zu ziehen. Möglicherweise suchte sie einfach einen Ausweg aus ihrer Situation und glaubte, auf diese Weise den regelmäßigen Konflikten mit ihren Verwandten entkommen zu können. Ihr Vater teilte jedoch ihren Wunsch nicht. Er hatte seine eigene Familie und seine eigenen Probleme. Vor diesem emotionalen Hintergrund beendete Gabriela ihre Ausbildung in der letzten Klasse der Sekundarschule. Die prekäre finanzielle Lage ihrer Familie zwang das Mädchen dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, um ihr Studium zu finanzieren. Zu diesem Zeitpunkt hatten weder sie noch ihre Schwester einen festen Internetzugang, sodass sie oft in das nächste Internetcafé gehen mussten, das mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt war. Und dann, am Freitag, dem 29. Juli 2016, wurde das, was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Routine aussah, zu einer tragischen Wende im Leben von Gabriela und ihrer Familie. Als sie zusammen mit ihrer Schwester das Haus verließ, um zum Internetcafé zu gehen, änderte Gabriela plötzlich ihre Pläne. Bevor sie ihr Ziel erreichte, sagte sie ihrer Schwester, dass sie auf ihren Freund warten würde, mit dem sie sich offenbar verabredet hatte. Zur allgemeinen Überraschung tauchte Gabrielas Freund nur wenige Stunden später vor ihrer Haustür auf und fragte ihre Mutter, ob sie wisse, wo sich die junge Frau gerade befinde. Buchstäblich alle Verwandten von Gabriela nahmen an, dass sie zusammen waren und dachten daher sofort, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Im Grunde genommen war das Mädchen nur wenige Blocks von ihrem Zuhause entfernt verschwunden und die letzte Person, die sie lebend gesehen hatte, war ihre 14-jährige Schwester. Die ersten Vermutungen über ihren möglichen Aufenthaltsort bezogen sich auf ihren Vater. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Gabriela immer bei ihm leben wollte und sich in der Vergangenheit bereits bei seinen Verwandten versteckt hatte. Ihre Tante väterlicherseits erklärte jedoch sofort das Gegenteil. Ihr zufolge sei Gabriela nicht zu ihr gekommen. Mit der Zeit wurden ihre Angehörigen immer besorgter. Sie fürchteten um ihre Sicherheit und vermuteten, dass sie aus einem unbekannten Grund entführt worden sein könnte. Schließlich beschloss Gabrielas Mutter, sich an die Polizei zu wenden. Zum Zeitpunkt der Vermisstenanzeige war Gabrielas Mobiltelefon noch eingeschaltet. Außerdem war sie bis zum Freitagabend sogar noch in den sozialen Netzwerken aktiv. Daraufhin versuchten ihre Angehörigen mehrmals über einen ihrer Accounts per Direktnachricht Kontakt zu ihr aufzunehmen. Obwohl alle Nachrichten gelesen wurden, kam keine Antwort von Gabriela. Am nächsten Morgen machten sich die Verwandten der jungen Frau sowie andere besorgte Menschen auf die Suche nach ihr. Sie alle versuchten alles, um Gabriela lebend zu finden. In der Zwischenzeit hatten die Behörden bereits Kontakt zu Marisol aufgenommen, der Tante väterlicherseits von Gabriela, um Informationen über ihren möglichen Aufenthaltsort zu erhalten. Als sie den Mann endlich fanden,
war er sofort überzeugt, dass es sich um einen weiteren Betrug handelte, da er in den letzten Tagen bereits mehrfach widersprüchliche Informationen erhalten hatte. Es ist schwer zu sagen, was genau der Mann gesagt hatte. Als er jedoch auf der Polizeiwache erschien, wirkte er tatsächlich desorientiert und hatte keine wichtigen Informationen über den Aufenthaltsort seiner Tochter. Im Laufe einer Reihe von Verhören, die die Behörden sowohl mit Gabrielas Schwester als auch mit Mitgliedern ihrer Familie durchführten, tauchten jedoch einige Informationen auf, die zu einem Mann führten, der sie höchstwahrscheinlich am Tag ihres Verschwindens getroffen hatte. Danach gab es Hinweise darauf, dass Gabriela in der Vergangenheit mit demselben Mann Hand in Hand gesehen worden war. So erzählte eine ihrer Nachbarinnen, dass sie vor einigen Monaten ein Mädchen im Bus gesehen habe, das auf dem Schoß dieses Mannes saß. Als sie fragte, ob das ihr neuer Freund sei, antwortete Gabriela, dass es ihr Onkel sei. Offenbar hatte zuvor niemand darüber gesprochen, möglicherweise aus Angst vor ihm. Schließlich konzentrierten sich die Behörden nur noch auf diesen Mann. Sie konnten ihn recht schnell ausfindig machen und seine Identität schockierte Gabrielas Verwandte zutiefst. Das war nicht verwunderlich, denn es handelte sich tatsächlich um ihren Onkel, einen Mann namens Nestor Quintana. Nach den vorliegenden Informationen wurde er am 18. August 1986 in Alvear, Argentinien, geboren. Zum Zeitpunkt von Gabrielas Verschwinden war er noch mit einer Frau namens Elisabeth Cambi verheiratet, Gabrielas Tante mütterlicherseits. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass Nestor Unteroffizier der sogenannten Nationalpolizei war und in der argentinischen Marinepräfektur diente. Gerüchten zufolge lebten er und seine Frau kurz vor diesen Ereignissen im selben Haus wie Gabriela. Nach der Trennung von seiner Frau zog Nestor jedoch in ein kleines Zimmer in einer Pension in der Nähe des Hauses der Vermissten. Nachdem er ins Visier der Behörden geraten war, wurde Nestor mehrmals verhört. Da seine Aussagen sich immer wieder widersprachen, stieg die allgemeine Spannung merklich. Dennoch wurde der Mann nach jedem neuen Verhör freigelassen. Möglicherweise geschah dies bewusst. Das lässt sich schwer beurteilen. Auf jeden Fall wurden die Ermittlungen gegen Nestor fortgesetzt und je mehr die Behörden neue und zugleich überzeugende Beweise für seine Schuld fanden, desto mehr schwand die Zuversicht des Mannes, dass er einer Strafe entgehen würde. Mit anderen Worten, irgendwann wurde Nestor selbst klar, dass die Wahrheit bald ans Licht kommen würde. Außerdem hatte die Polizei bereits keinen Zweifel mehr daran, dass zwischen ihm und Gabriela eine Verbindung bestand, die über die üblichen Beziehungen zwischen Onkel und Nichte hinausging. Angesichts der Tatsache, dass Nestors Antworten während der Verhöre voller Ungereimtheiten waren, war sein Geständnis nur eine Frage der Zeit. Als er beispielsweise gebeten wurde, sein Mobiltelefon auszuhändigen, behauptete er sofort, es sei gestohlen worden. Seinen Angaben zufolge wurden ihm bei diesem Raubüberfall auch 5.000 argentinische Pesos entwendet, was zu diesem Zeitpunkt etwa 350 US-Dollar entsprach. Dieses Geld habe Nestor angeblich an einem Geldautomaten abgehoben, obwohl er nicht genau sagen konnte, in welchem Stadtteil dies geschehen war. Schließlich, als er aufgrund des ständigen Drucks der Behörden kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand, gestand der Mann schließlich die Tat. Darüber hinaus erklärte Nestor, dass er wisse, wo sich Gabriela befinde und teilte mit, dass sie bereits tot sei. Für die Angehörigen der jungen Frau, die die ganze Zeit die Hoffnung nicht aufgegeben hatten, sie lebend zu finden, war dieses Geständnis natürlich eine schwere Prüfung. Seitdem war ihnen nur noch Gerechtigkeit wichtig. Es ist bekannt, dass sich die Tat in einem Zimmer der Pension ereignete, die Nestor gemietet hatte. Wie wir bereits wissen, befand sich diese Pension in relativer Nähe zum Haus der jungen Frau und zu dem Ort, an dem sie sich kurz vor ihrem Verschwinden von ihrer Schwester getrennt hatte. Nach Angaben des Mannes ging alles ziemlich schnell. Angeblich kam es in diesem Moment zu einem Streit zwischen ihm und Gabriela, in dessen Folge er ihr das Leben nahm. Um Nestors Version zu bestätigen, begaben sich die Behörden zum mutmaßlichen Tatort. Als sie am späten Abend des 2. August 2016 das Zimmer des Mannes betraten, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Gabrielas lebloser Körper lag immer noch direkt auf dem Boden, in ein Laken gewickelt und mit 4 mit Klebeband zusammengeklebten Müllsäcken bedeckt. Es entstand der Eindruck, dass Nestor alles Notwendige getan hatte, um die Leiche zu beseitigen, aber einfach nicht dazu gekommen war.
Später traf eine mobile Kriminalgruppe in der Pension ein, die sofort mit der Ermittlung der möglichen Todesursache der jungen Frau begann. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei bereits eine eigene Hypothese über die Art des Verbrechens aufgestellt. Die Realität sah jedoch etwas anders aus. Auf jeden Fall konnte sich praktisch niemand vorstellen, dass jemand aus Gabrielas Umfeld eine so grausame Tat begangen haben könnte. César Garcia, der Stiefvater der Verstorbenen, war während seiner Gespräche mit den Medien ebenfalls sichtlich erschüttert. Für ihn, wie für andere Verwandte von Gabriela, war das, was ihr widerfahren war, ein echter Schock, denn während der Zeit, in der Nestor bei ihm lebte, gab es zwischen ihm und dem Mädchen nie besondere Probleme. Ihre Beziehung schien völlig normal zu sein. Marisol, Gabrielas Tante, die die ganze Zeit bei den Ermittlungen geholfen hatte, war von diesem Ausgang erschüttert. Sie sagte, dass Nestor bis zu seiner Verhaftung keinen besonderen Verdacht auf sich gezogen habe. Auf jeden Fall wussten die Verwandten des Mädchens bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nur, dass ihr Onkel sie getötet hatte. Das wahre Motiv für seine Tat blieb jedoch im Dunkeln, und dieses Geheimnis verstärkte wohl nur noch ihr gemeinsames Leid. Es schien, als wüsste oder glaubte niemand aus Gabrielas Familie, dass sie und ihr Onkel eine heimliche Beziehung hatten, die zudem schon begonnen hatte, als Nestor noch mit ihrer Tante zusammenlebte. Dabei war es laut den Aussagen des Mannes selbst gerade seine heimliche Beziehung zu dem Mädchen, die der Hauptgrund für die Trennung von seiner Frau war. Angeblich hatte er deshalb ein Zimmer in der Nähe des Hauses gemietet, in dem das Mädchen und ihre Verwandten lebten. Erstaunlicherweise bestätigte nach einiger Zeit Gabrielas jüngere Schwester die Beziehung zwischen Nestor und ihrer Schwester. Ihren Angaben zufolge war das Verhältnis zwischen den beiden immer schlecht gewesen und das Mädchen sei immer wieder Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt durch den Mann geworden. Tatsächlich wusste sie von mehreren solchen Vorfällen, darunter sowohl Eifersucht als auch körperliche Gewalt. Außerdem berichtete sie, dass sich auf Gabrielas Handy mehrere Audioaufnahmen befanden, die ebenfalls darauf hindeuteten, dass Nestor sie geschlagen hatte. Laut Gabrielas Schwester hatten sich ihre Konflikte deutlich verschärft, nachdem sie eine neue Beziehung begonnen hatte. Dies könnte angeblich der Auslöser gewesen sein, der Nestor zu der Tat veranlasst hatte. Die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung ergaben, dass Gabriela durch mechanische Asphyxie, also durch Strangulation mit den Händen, ums Leben gekommen war. Nach Ansicht der Experten wurde die Tat wahrscheinlich am Sonntagmorgen begangen. Diese Schlussfolgerung deutete darauf hin, dass das Mädchen noch mehr als einen Tag nach ihrem tatsächlichen Verschwinden am Leben war. Als die Angehörigen der jungen Frau sowie ihre Freunde und andere Betroffene von den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung erfuhren, begaben sie sich zur Polizeiwache, um Gerechtigkeit für Gabriela zu fordern. Zu diesem Zeitpunkt war die Untersuchung des Falls bereits auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Es stellte sich heraus, dass das vorherige Geständnis von Nestor, das er während des Verhörs abgelegt hatte, keine Rechtskraft hatte, da es nie vor Gericht bestätigt worden war. Dieser Umstand ließ die Ermittlungen in der Schwebe und verstärkte die Besorgnis derjenigen, die Gerechtigkeit für das Opfer erlangen wollten. Und man muss sagen, dass all diese Befürchtungen nicht unbegründet waren, denn bald darauf widerrief Nestor tatsächlich seine Aussage. Im Wesentlichen erklärte der Mann, dass er die Verantwortung für das Verbrechen nur übernommen habe, weil er der ständigen Druckausübung durch die Polizeibeamten überdrüssig gewesen sei. Seinen Angaben zufolge habe er von Anfang an darauf bestanden, einen Anwalt zu erhalten, doch die Polizei habe ihm dies immer wieder verweigert. Doch trotz Nestors Widerrufs seiner ursprünglichen Aussage verfügten die Behörden über sehr überzeugende Beweise und Zeugenaussagen, die seine Beteiligung an der Tat belegten. Dazu gehörte beispielsweise die Tatsache, dass Gabrielas Leiche genau an der von ihm angegebenen Stelle gefunden worden war. In diesem Zusammenhang wurde Nestor im März 2018 schließlich vor Gericht gestellt. Kurz zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ihn offiziell wegen Mordes mit 2 erschwerenden Umständen angeklagt, da er mit dem Opfer verwandt war und regelmäßig geschlechtsspezifische Gewalt gegen sie ausgeübt hatte. Darüber hinaus ließen Vertreter der Staatsanwaltschaft durchblicken, dass ihrer Meinung nach Nestors Beteiligung an der Tat bereits bewiesen sei. Neben der Leiche des Mädchens, die, wie wir bereits wissen, in Nestors Zimmer gefunden wurde, fanden die Behörden auch Spuren von männlicher DNA unter Gabrielas Fingernägeln. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass die Tatsache, dass Nestor nicht vorbestraft war, für die Anklage eine Art mildernder Umstand darstellte und dass der Mann,
so sehr sie es auch wollten, laut Gesetz nicht die strengste Strafe verdiente. Das Alter von Gabriela, ihr Vertrauen in den Mann, der Zustand, in dem ihre Leiche gefunden wurde, sowie Nestors Zugehörigkeit zu den Sicherheitskräften waren jedoch ausreichende Gründe, um eine lebenslange Haftstrafe für ihn zu beantragen. Die Anwältin der Eltern von Gabriela, Mariella Mancelli, schloss sich dieser Entscheidung offenbar an. In ihrer ersten Erklärung sagte sie, dass dieses Verbrechen durch sehr überzeugende Beweise bewiesen worden sei. Ihrer Meinung nach ging aus den Beweisen hervor, dass Nestor am Freitag, dem 29. Juli 2016, Gabriela angerufen und um ein Treffen gebeten habe. Danach habe er das Mädchen in sein Zimmer in der Pension gebracht und ihr nach einiger Zeit das Leben genommen. Darüber hinaus verwies Mariella auf verschiedene Zeugenaussagen, in denen in der Regel von brutaler Misshandlung, Verfolgung und Schikanen durch Nestor die Rede war. All dies bestätigte die Version, dass der Mann sich nicht damit abfinden konnte, dass die junge Frau ihre Beziehung beenden wollte. Dabei legte Mariella besonderen Wert auf die Art und Weise der Tötung, die in dem offiziellen Gutachten der Gerichtsmedizin erwähnt wurde. Ihrer Meinung nach ließ all dies auf eine übermäßige Brutalität des Mannes schließen. Darüber hinaus erwähnte die Frau, dass es sich in diesem Fall um ein vorsätzliches Verbrechen handelte, da Nestor Gabriela an einen Ort gebracht hatte, an dem sie sich ihm einfach nicht wehren konnte. Die Verteidigung von Nestor, angeführt von dem Anwalt Jorge Guillermo Campora, behauptete hingegen, dass während der Ermittlungen alle grundlegenden Sicherheitsgarantien für den Mann verletzt worden seien. Außerdem sei Nestor in seinem psychischen Zustand nicht in der Lage gewesen, wirklich bewusste Aussagen zu machen. Mit anderen Worten, der Anwalt bestand darauf, dass sein Mandant sein Geständnis unter starkem psychologischen Druck und Zwang seitens der Behörden abgegeben habe. In diesem Zusammenhang forderte Jorge die Annullierung aller Ermittlungsergebnisse sowie der Beweise, die im Rahmen der gerichtsmedizinischen Untersuchung und der Durchsuchung des Tatorts gewonnen wurden. Darüber hinaus wies der Anwalt darauf hin, dass an Gabrielas Leiche auch die DNA eines anderen Mannes gefunden worden sei. Aus diesem Grund schlug er vor, weitere Ermittlungen durchzuführen, um dessen Identität sowie eine mögliche Beteiligung an der Tat festzustellen und so alle Zweifel auszuräumen. Schließlich stellte Jorge die rechtliche Einstufung dieser Straftat in Frage. Wie dem auch sei, das Gericht gab keinem der Anträge der Verteidigung statt und nur einen Monat nach Beginn des Hauptverfahrens wurde Nestor Quintana wegen Mordes mit 2 erschwerenden Umständen für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Später bestätigte die Nationale Kassationskammer für Strafsachen dieses Urteil. Zweifellos hat dieser Fall erneut die aktuelle Debatte über die Notwendigkeit strengerer und wirksamerer Maßnahmen zum Schutz von Frauen, die täglich Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt werden, angefacht. Darüber hinaus wirft dieser Fall ein beunruhigendes Problem auf, nämlich die Frage der Objektivität bei der Beurteilung von Bewerbern für eine Tätigkeit in den Sicherheitskräften, da viele von ihnen in Wirklichkeit selbst eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.